Holy shit. Meine Fresse, bin ich nervös, ob die das alles so richtig machen. So, ich ein bisschen beeilen, weil der Ständer ausgeklappt ist. Esta cámara Patrick. Perfecto. Y ahora... Ah, sí, perfecto. Ja. Gracias. Hallihallo, mein Name ist Ruti. Mein Motorrad und ich bereisen zusammen Südamerika und heute sind wir auf einem Frachtschiff durch den peruanischen Dschungel. Guten Morgen. Die erste Nacht auf dem Schiff habe ich hinter mir. Gerade trinke ich meinen Kaffee hier. Also ich muss sagen, der Kocher hat sich jetzt schon ausgezahlt. Kann ich hier mal ein heißes Wasser machen auf dem Schiff. Und weiß gar nicht, wie ich die vorigen 3 Jahre ohne gereist bin. Geht natürlich auch, aber es ist schon sehr komfortabel, wenn man Kaffee morgens hat. Ja, eine Hängematte. Habe ich schon länger nicht mehr geschlafen. War okay. Ist halt nicht so eine geile Hängematte wie... Also sie ist schon okay, aber sie ist so ein bisschen steil. Ich habe das schon ein bisschen arrangiert jetzt. Musste noch mal ein bisschen rummachen. Heute ist dann noch Moskitonetz aufhängen angesagt. Gestern habe ich nur... Also diese Spirale benutzt und Repellents. Sind schon viele Moskitos da. Und das sind auch so riesige Käfer nachts. Also ich werde es auf jeden Fall benutzen, das Moskitonetz. Es wird halt gehämmert und so im Hafen. Nachts fahren die Fischerboote hier dran vorbei. Der eine Typ hat bis 2 Uhr laut irgendwelche Musik gehört. Ja. Und wie heißt das? Oh, Platz. Ja, ich zeig mal mein Reich. So, das ist meine Hängematte. Ja, ich kann das hier noch ein bisschen kürzer machen, da wird es jetzt ein bisschen länger. Es ist insgesamt ein bisschen zu sehr so. Gucken, dass ich das ein bisschen mehr so hinkriege. Wenn ich das ein bisschen so mache, ist es vielleicht nicht schlecht. Ich muss es noch ein bisschen ausjustieren. Ja, hier habe ich mich schon bereit gemacht. Und mein Rucksack. Das ist ja so ein Pack-Safe, den kann man, also der ist mit so ein Stahlnetz eingewebt und so, man kann ihn nicht aber einfach durchstechen. Hat hier so einen Schließmechanismus. Da sind jetzt alle meine Wertsachen drin sozusagen. Und ich habe es hier mit dem Stahlseil gesichert. Ja, so halb. Dass man es eben nicht mitnehmen kann. Und ja, wenn ich jetzt weggehe, das Schiff, weiß ich nicht. Hier ist noch meine Moskitospirale von gestern. Und das Moskitonetz hänge ich jetzt hier irgendwie noch auf. Muss mal gucken, ob ich nochmal Kordell, also Schnur kaufen muss. Ja, hier sieht man, es ist alles zugebaut, aber das Schiff ist noch nicht voll. Deswegen fahren wir noch nicht los. Wir fahren immer erst los, wenn das Schiff voll ist. Und gestern schon brutaler Mond hier über dem Amazonas, hätte ich beinahe gesagt. Ucayali ist es hier, ja. Da vorne, das ist der Gang zum Klo, über dieses Brett. Da war gestern schon alles zugewebt. Also wenn du da eine halbe Stunde nicht läufst, dann machen die Spinnen alles zu. Und ja, hier sind eben nur er und noch ein Pärchen. Unten ist halt voll. Der Nachteil hier oben ist, hier gibt's diese Steckdosen. Also man hat Strom, aber nur nachts.
Unten hat man Strom auch tagsüber. Da ist noch so ein Tisch, wo man essen kann. Es gibt dann wohl auch Vollverpflegung, wenn man endlich mal losfährt. Hier kann ich noch mal zeigen. Es ist quasi im 2. Stock. Es gibt hier noch einen 3. Stock. Aber ich glaube, da sind nur der Kapitän oder so. Ja, da steht die Lucy. Ja, diese Boote fahren die ganze Nacht. Was heißt die ganze Nacht? Irgendwann um 3 oder 4 fangen die an, da hier rumzufahren. Und jetzt ist quasi wenig Wasser im Fluss, weil Sommer ist. Normalerweise ist das Wasser bis hoch da hinten. Dann werde ich mir hier am Hafen, gibt es so ganz viele Früchte für ganz billig. Kannst natürlich nicht zu viel kaufen, weil die verderben, aber ein bisschen was werde ich mir noch kaufen. Schöne Flasche Cola noch. Und dann bin ich fertig zum Abreisen. So, das ist hier direkt, da ist das Wasser, wenn man es sehen kann. Und hier gibt es halt ganz viele so Marktstände. Hier kann man auch noch schnell was essen, weil ja, es ist wohl Vollverpflegung, aber die Gäste, die da schon mal mitgefahren sind, die sagen, es gibt schon Abendessen. Aber andere sagen, also der Kapitän, der sie wissen sollte, der sagt, es gibt erst ab morgen früh dann Essen. Also ist vielleicht gut nochmal entweder gut zu essen hier oder eben was mitzunehmen. Dieses Fried Rice Zeug und so, das kann man halt auch perfekt, die packen die hier alles ein. Ist top. Klar, bei der Hitze hält es jetzt nicht ewig, aber für einen Tag kann man das machen. Und deswegen genau werde ich mir dann noch Früchte aussuchen. Ich habe jetzt noch ein paar Stunden, da muss ich jetzt nicht noch, wenn ich noch 5 Tage auf dem Schiff habe, da rumhängen. Was noch interessant ist, und da bin ich jetzt gerade noch hin, weil ich ja noch jetzt ein paar Stunden Zeit habe, bis das Boot kommt. Dieser Shop, Ukao, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ein Schokoladengeschäft, weil hier ist Schokolade natürlich, also Kakao ist hier ein Ding, kommt hierher, wird hier angebaut und es war tatsächlich zum ersten Mal im Leben, dass ich so eine Kakaobohne gesehen habe, weil wir gehen jetzt mal rein. Ich weiß nicht, ob euch das auch so überrascht, aber ja, ich gehe jetzt mal rüber. Und auch wieder ein Ding, wie schon in Santa Cruz, wie ich gesagt habe, in Bolivien. Immer wenn man im Dschungel ist, da trägt keiner einen Helm. Das ist, im Dschungel trägt man keine Helme anscheinend. So, wir gehen mal hier rein. Also es ist ein schicker Laden. Klimatisiert und so. Man sieht hier schon. Hier gibt's alles aus Kakao. Bonbons und Schokolade. Kann ich natürlich jetzt nicht mitnehmen, die schmilzt mir natürlich unterm Hintern weg. Aber hier Kakaopulver, irgendwelches, was ist das, Müsli, Tee, was weiß ich. Aber ich will es mal zeigen. Sieht man es vielleicht? Also letztes Mal stand es hier auf der Theke. Aber ich habe ein Foto gemacht. Ich habe hier so ein Kakao-Ding getrunken. Also das ist quasi, hier sieht man, Buenos Aires. Hier sieht man das. Das ist ein Teil der Kakaobohne, aber es ist quasi doppelt so groß. Und es gibt so einen weißen Teil von der Kakaobohne. In der Kakaobohne, also nicht nur den Kakao, sondern den weißen Teil. Und von diesem weißen Teil machen die so einen Saft mit Eis gekühlt. Und das ist durchsichtig. So, ich habe es jetzt extra nochmal bestellt. Und es sieht, so groß ist meine Hand. Es ist halt riesig. Ja, und da ist so ein durchsichtiges Zeug drin. Davon habe ich mal ein Foto gemacht. Und im Strohhalm kann man es dann trinken. Schmeckt ganz gut. Ja, ist was Besonderes, finde ich. So, bevor ich aufs Boot gehe, nehme ich mir noch eine Portion Schaufer mit Huhn. Und 2 kalte Bier.
Fertig. So, ich bin wieder zurück auf dem Boot. Und wie ihr seht, wird immer noch beladen. Die Sonne geht bereits da unter. Sie haben mein Moped woanders hingeschoben. Ja, der Weg zum Klo ist jetzt versperrt. Man kann da nicht mehr richtig, also man kommt noch hinten rum. Ich kann es dann noch mal zeigen. Und holy shit. Ja, wir fahren nicht heute um 4, weil es ist schon 5, sondern wir fahren morgen um 12 jetzt. Voraussichtlich. Weil morgen früh kommt noch ein Truck und der muss auch noch aufs Schiff geladen werden, weil das Boot ist noch nicht voll genug. So, nachdem mir vorhin versichert wurde, dass wir auf keinen Fall morgen vor 12 Uhr jetzt abfahren, fahren wir jetzt ab. Und es ist 20 Uhr, also fast 21 Uhr. Allerdings weiß ich schon, oder hat mir zumindest einer erzählt, wer weiß, ob das stimmt, dass wir erst zu diesem Puerto Henry fahren. Ihr kennt den schon, das ist da, wo ich mal gefragt habe. Da fahren wir hin. Und jetzt kann es sein, dass wir morgen um 5 Uhr morgens schon losfahren. Also, aber ich wollte mal zeigen, zum ersten Mal bewegt sich dieses Schiff. Ich weiß nicht, ob man irgendwas erkennen kann, aber sie ziehen das Schiff jetzt mit dem Kran irgendwie an Land. Also ans Ufer. Ich muss immer gucken, dass hier meine Lucy nicht umfällt. Dieses Mal ist es trotzdem alles ganz sanft. Also es ist unglaublich, wie die das machen. Sonst wäre ich schon runtergegangen, aber darüber mache ich mir bis jetzt keine Sorgen. Also hier wird jetzt noch irgendwelches Yamaha Motoren oder sowas. Es wird hier halt einfach so, während man hier an Deck steht, ballern die hier mit dem Kran rum. Manchmal musst du ein Stück zur Seite gehen. Aber es wird hier auch, also es ist ein Meter hier noch. Wird wahrscheinlich Platz gelassen und hier sind es dann noch, weiß ich nicht, 50 Zentimeter. Ja, steht da, im nackten Oberkörper. So wird gearbeitet und natürlich gibt es keine Pause und so. Die arbeiten hier so lange durch bei 35 Grad, bis, wenn was da ist, muss gearbeitet werden. Und die sind auch nicht verbunden mit dem über Funk oder so. Und es ist gleichzeitig, steuert er hier noch das Schiff, hält es hier in der Balance. Also das ist der absolute Wahnsinn. Es ist ja alles zugebaut. Aber jetzt muss ich mich noch einmal melden mit verrückten Bildern. Wir sind fertig hier jetzt. Und ich muss es eben noch erzählen, ich habe leider nur schnell ein Foto gemacht. Ich hoffe, das ist halt alles schwierig in der Dunkelheit. Aber wir haben sich halt das letzte Auto abgestellt. Jetzt ist mir irgendein Vieh in den Mund geflogen. Die sind so riesige Viecher. So, die sind so fast Handteller große Insekten. So. Das war jetzt nicht so groß, aber dafür ist mir in den Mund geflogen. Okay. Ja, wir haben das letzte Auto abgelassen und dann haben sie diese Seile, mit dem das Auto, an denen das Auto befestigt war, an den Haken gehängt und dann haben sie sich auf die Seile gesetzt und sind dann hier mit dem Kran, haben sie sich darüber heben lassen. ¿A qué hora sale mañana? Más o menos. Mediodía? Mediodía. Okay. Also mit dem Captain gesprochen. Morgen Mittag ist die Zeit jetzt. Schauen wir mal. Ich glaube, wir fahren jetzt wieder zurück zum anderen Hafen, aber sicher bin ich nicht. Schon 2 Tage hier im Boot, bin immer noch im Hafen. Guten Morgen. Nacht 2 ist vorüber. Und wie ihr seht, sind wir wieder im anderen Hafen. Da steht die Lucy. Mittag sollen wir losfahren. Ich denke mal, dieser ganze Scheiß in dem LKW muss auch noch reingeladen werden. Und ja, mittlerweile ist hier alles voll gebaut.
Aber was gibt es Neues? Es gibt zum ersten Mal Essen jetzt. Und zwar Suppe. Also das heißt, man braucht sein eigenes Besteck, man braucht seinen eigenen Topf. Und jetzt gibt es eine Suppe. Mit Hühnchen ein bisschen, irgendwie ist das Quinoa. Kartoffel, ne, ist eine Banane. So, ja. Aber ich glaube, wenig ist es auf jeden Fall nicht. Ja. Ich hoffe, es geht dann irgendwann mal los. So, nach der Riesensuppe koche ich jetzt bald einen Kaffee. Hier. Und während wir hier im Hafen gewartet haben, habe ich meinen Shelterbau, wie man bei Seven vs. Wild sagen würde, vorangetrieben. Mittlerweile habe ich ein Moskitonetz aufgehängt und ich habe die Hängematte noch mal ein bisschen anders hingehängt. Das war auf jeden Fall sehr gut oder sehr viel besser heute Nacht. Ja, jetzt trinke ich einen Kaffee und dann sollte es aber auch bald mal losgehen. Ich kann mal zeigen, das hier, das ist ein mittelgroßes Ding. Ich zeige mal, wie groß der ist, meine Hand. Also, ja, bewegt sich jetzt nicht, der stellt sich tot, wenn man nahe kommt. Die tun nichts, aber ich habe natürlich trotzdem Schiss. Ja, stellt sich tot. Ja. Ja. Ich kann es natürlich nicht so anfassen wie der eben. Dreh dich um. Aber hier, wenn es hier dunkel wird, dann ist hier der ganze Boden voll mit den Dingern. Ja, man sieht hier noch ein paar Leichen. Und auch dieses sind so wie Maikäfer. Hier noch. Voilà. Ist interessant. Und was auch krass ist, vielleicht kann ich das heute Abend mal aufnehmen. Wenn es hier dunkel wird, dann kommen hier hunderte Spinnen runter. Man sieht jetzt keine einzige, ich weiß nicht, wo die sind. Aber gestern, gerade als zur Dämmerung, sind die hier alle runtergekommen. Ja, wir sind halt schon im Dschungel. So, es ist 11 Uhr jetzt und auf dem Schiff war so ein Typ, dem gehört hier irgendwie die halbe Ladung. Der kommt dann aufs Schiff und kontrolliert und der sagt halt, weil die Economy, die Wirtschaft runtergeht, haben die Power nicht genug Ladung und deswegen dauert es so lange, bis das Ding vollgeladen ist, weil die halt warten, bis es voll ist. Und jetzt der Mann in dem blauen Hemd ist der Captain. Und der hat dann nämlich gesagt, ja, wahrscheinlich fährt es erst morgen. Dann hab ich so, ey, wirklich? Gestern Nacht hat mir ja der Captain noch versichert, dass es heute um 12 Uhr losgeht. Also bin ich jetzt hier rausgelaufen, wollte wieder mit dem anderen Typen reden und da habe ich hier den Kapitän getroffen. Und der hat gesagt, 100% heute Nachmittag um 4. Das ist der letzte LKW, der blaue. Der ist schon fast leer, 1 Stunde noch. Dann fahren wir nach Puerto Henry. Wieder zu dem anderen Hafen, da wird was weiß ich gemacht und dann geht's los. Mal sehen, was sie sich um 4 ausdenken, warum wir dann doch noch nicht losfahren. Die Sonne knallt. Ja, mit meinem Visum, das macht mir halt ein bisschen Sorgen, weil das läuft halt in 14 Tagen aus und manchmal konfiszieren sie dann das Bike. Für mich ist es egal, aber wenn das Bike überzogen ist, können sie es quasi einbehalten. Ich weiß nicht genau, wie man es dann wieder kriegt. Das ist der einzige Grund, warum ich Zeitdruck habe. Alles andere ist mir wurscht. Was heißt wurscht? Kann ich aushalten. Dann bleibe ich halt hier noch ein paar Tage. Das ist der Kapitän. Ja. Ich melde mich wieder von wo sonst? Von hier. So sehen die Klos aus. Das hier ist jetzt noch ein sauberes, weil hier ist alles zugebaut. Hier kommt eigentlich kaum jemand hin, außer 5 Leute, wenn man sich hier durchquält. Ich zeige es gleich mal. Deswegen ist es unbenutzt sozusagen, aber so sieht ein sauberes Klo aus. Unten sind 4 Klos für alle, für, weiß ich nicht, 100 Leute, 200 Leute.
Ja, und das Ding ist halt, dass hier gleichzeitig die Dusche ist. Kann man das sehen überhaupt? Jetzt nochmal. Und ja, hier geht's jetzt noch, aber wenn es dann vollgeschissen ist und so, Pisse darüber rumschwimmt, dann willst du halt nicht da stehen und da gleichzeitig duschen. Deswegen habe ich Feuchttücher dabei, was eben, glaube ich, ein guter Tipp ist. Ja, ansonsten ist das hier, ich plane, mich hier hinzulegen, wenn das Boot fährt, auf diese Dinge, wenn die Sonne nicht so knallt, vielleicht hier so im Schatten, dann hier zu chillen und diesen Ausblick zu haben. Hier ist halt kein Mensch, das ist halt angenehm. Und das ist halt alles zugebaut, da kommt keiner hin. Und jetzt warte ich hier immer noch. Da geht der Müll, Küchenmüll. Das ist zumindest das meiste organisch. Naja, diese Rampe da hinten, wenn die weggeht, ist es vorbei. Aber ich glaube, der belädt jetzt hier ihn, oder? Vorhin haben sie gesagt eine halbe Stunde, aber es ist schon eine halbe Stunde her. Es ist halt hier, wie sagt man so schön, hier ticken die Uhren anders. Ne, ich glaube, das geht auch noch auf unser Boot. Ja, ich muss noch mal vorlaufen, ich muss immer mein Bike im Auge behalten. Also, der Weg vom Klo. Also man kann hier, könnte man auch durch und dann müsste man da drüber klettern, das ist aber ein bisschen, ich gehe immer hier lang. Es ist halt so, dass ein normaler Mensch gerade so durchpasst. Wie geht noch? Hier wird es jetzt richtig eng. Muss ich den Bauch schon einziehen? So. Dann hier hochklettern. Muss man gucken, dass man nicht zu viel Schwung nimmt, dass man hier aus dem Fenster fällt. Jeder ist genervt, dass es hier nicht losgeht. Oder das heißt genervt. Die Leute sind entspannt, aber es wäre schon schön. Und hier wohne ich jetzt. So, ich glaube, finalmente legen wir ab. Was haben wir? 14:20 Uhr. So, eine halbe Stunde sind wir unterwegs. Da hinten sieht man noch die Stadt. Und ich glaube, wir haben uns festgefahren. Es ist jetzt Sommer, ja, es ist wenig Wasser im Fluss, sagen die. Normalerweise ist der Fluss doppelt so breit. Und man sieht hier bei denen, wie der Stab, der ist vielleicht 2 Meter tief hier oder 3. Also die Fahrrinne, ich weiß nicht, ob er die nicht richtig getroffen hat oder was das Problem ist. Auf jeden Fall, da hinten arbeitet er da wie Sau. Aber bewegen, also ich spüre keine Bewegung. Ich kann es nicht erkennen, dass wir uns bewegen. Und da sieht man es, den Stab, der ist auf dem Boden jetzt. Und das ist vielleicht 2 Meter tief oder so. Das reicht natürlich wahrscheinlich nicht für dieses Schiff.
Also aufregen tut sich irgendwie keiner so richtig aufgeregt hier rumrennen. Der ganz da vorne sitzt, der sagt immer hier, mehr nach rechts, mehr nach rechts. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch normal, dass man hier irgendwie Schwierigkeiten hat. Wie geschmiert läuft das alles nicht. Hier sind die Jungs jetzt auf der anderen Seite und wenn man sieht, wie der jetzt den Stab reinsteckt, ist schon tiefer hier. 1 Meter tiefer vielleicht. Also man muss irgendwie so rumfahren. Oh ja, da wird's tiefer. Spannend, oder? Also, 2 Stunden später sind wir immer noch an der gleichen Stelle, denn wir haben uns tatsächlich festgefahren. Alle halbe Stunde hört man, wie die Motoren aufheulen, wie er versucht irgendwie loszukommen. Das haben wir es noch nicht geschafft. Im Moment ist der Captain noch gar nicht hier, das hier ist die Kapitänshütte, sondern er steht da unten. Und ja, dieses Boot mit dem Stab, das fährt da überall rum und checkt die Tiefe. Das ist ein so ein Boot mit 2 Typen. Einer fährt, andere macht den Stang, sonst ist hier niemand. Ja, und man sieht, da ist so eine Sandbank, also es könnte auch noch weiterhin flach sein. Ich weiß halt nicht genau, ob so ein Fluss so stark die Wasserhöhe verändert, weil das ist ja kein Meer mit Ebbe und Flut. Also keine Ahnung, wie lange wir hier jetzt festsitzen. Ja, im Moment geht halt gar nichts. So, jetzt passiert was. Dieses Boot ist gerade gekommen. Es hat vorne so platt. Ich denke mal, das rammt uns jetzt raus. Vielleicht soll ich nach meinem Motorrad gucken. Oh shit. Schon dran. Also der erste Versuch hat schon mal nicht geklappt. So wie ich es verstanden habe, wird es jetzt von der anderen Seite probiert, weil, wie wir auch mit dem Stab gesehen haben, da ist das Wasser ein bisschen tiefer als da. Das ist echt nicht tief. Das ist vielleicht 2-3 Meter. Jetzt versuchen sie es noch da vorne rüber zu schieben. Schauen wir mal. Kommt jetzt noch ein zweites Ramboot. Also heißt, 2 Stunden später oder so sind wir immer noch nicht raus. Wie ihr seht, ein traumhafter Sonnenuntergang. Es wird dunkel, aber wir sind immer noch nicht von der Stelle. Also es dreht sich so hin und her, aber nicht nach vorne und nach hinten. Guten Morgen. 3. Nacht ist rum. Wie man vielleicht hört, oder weiß ich nicht, aber man sieht es,
wir fahren und es ist keine Stadt mehr in der Nähe. Das heißt, die haben heute Nacht bis um, weiß ich nicht, 0 Uhr oder 2 Uhr oder so das Schiff mit diesen 2 Rammschiffen draußen mal buxiert. Und dann hat das Schiff am Ufer gehalten irgendwo und gewartet, bis es morgen war, und jetzt geht's weiter. Das sind die morgendlichen News vom Ucayali River.